something great. Tell me. Schau mal, wir fahren durch den Markt, es ist asphaltiert und es liegt nicht so viel Scheiße rum. Ja, ich finde diese Drive-Thru-Märkte immer sehr gut. Das ist modern. Die Kirche gefällt mir sehr gut, ja, mit diesem offenen Dach und so. So if you're gonna run, Wir machen Pause unterm Weihnachtskugelbaum. Aber ganz eigentlich habe ich hier angehalten wegen den Cashewbäumen. Perfekt für einen kleinen Snack zwischendurch. make our own path through whatever comes. Ist halt so sonntags, ne, Rückreiseverkehr. Ja, dann machst du nix, ne? Bleibst du irgendwann einfach stecken. Aber das kleine Trinken werden verkauft. Ja. Ja, was willst du sonst machen im Stau, ne? There's so much still to explore. Die große Moschee von Kong. Years then 100 more. If we're rich or poor, I'll be there to hold you. So if you're gonna run, then run with me. If you got a drum, I've got your beat. We'll make our own. Die ist aber schon tot, oder? Nee, die macht die Augen sogar noch auf. Ganz schön zusammengefaltet. Because there's no love like our love. Noch irgendwelche Nachzügler. Nee, nur mit zwei Beinen. Harder than thee. Oh, but I swear I'll keep you safe. Right here with me. So if you So, darauf haben alle gewartet. Nach 8 Jahren hat die KTM ihr zweites technisches Problem. Bei dem Ding habe ich aufgehört zu zählen, in noch nicht mal 2 Jahren. Ja, und was ist passiert? Der Kupplungsnehmerzylinder, der ist undicht und mein Hydrauliköl oder das Bremsflüssigkeit ist da drin, drückt in den Motor rein, ins Motoröl und ich kann nicht mehr kuppeln. So wie ein bisschen chaotisch hier mit den ganzen LKWs. Da vorne eine riesenlange Schlange. Willkommen in Burkina Faso. 4 Stunden hat das ganze Prozedere gedauert, um über die Grenze zu kommen. Nicht, weil es so kompliziert war, sondern weil Mittagspause zwischendurch war und so ein Chef keine Ahnung hatte, wie eigentlich Europäer oder überhaupt Ausländer ein Visum kriegen für die Ivory Coast. Aber alle sonst total lieb, nett. Wie immer. Wir sind im Inneren der großen Lehmmoschee von Bobo Dioulasso. Das hier ist ein Lichtschacht, der zur Regenzeit mit solchen Deckeln geschlossen wird.
Das ist der Chef von einem Viertel, der hat uns aufgegabelt, weil die anderen wollten also viel Geld haben und hat gesagt, ohne Geld geht das hier gar nichts, also führt er uns jetzt hier rum. Hier im Fluss ist alles voll mit heiligen Felsen, die man mit Brot oder Keksen füttert. Symbolisch für die Probleme, die dann fressen. Und wenn sie sterben, werden die in ein weißes Tuch gewickelt, hier vergraben. Wir sind in Koro. Das ist ein Dörfchen, was wie ein Adlernest oben auf einem Felsen nur zu Fuß zu erreichen ist. Was ich gestern auch schön fand, wir waren in dem Dorf absolute Außerirdische, aber wir sind nicht so behandelt worden, überhaupt nicht. Finnland habe ich mir immer ein bisschen anders vorgestellt, aber man lernt ja dazu. Wir übernachten heute in dieser Hütte, sogar mit Moskitonetz. Warum ist das so, dass Sonnenuntergänge in Afrika die schönsten sind? Es ist nicht so, dass in Europa keine schönen gäbe, aber das Licht ist hier immer weicher. Es ist kurz nach 6 und wir fahren jetzt auf den See und hoffen, dass wir Nilpferde sehen. Hippos. Alle weg. Ah, wieder da. Das war's. 5 Tage Burkina Faso, leider, leider. Schnell vorbei. und sehr, sehr schön. Wir müssen unbedingt wiederkommen. Bon voyage.